Hallo Leute, heute schauen wir uns neue Geistervideos an, beginnend mit einer gruseligen Silhouette, die morgens in einem Feld entdeckt wurde und einer möglichen Erscheinung in Schottland. Die folgenden Videos wurden von Nutzer Independent aufgenommen, der sich mit seinen Aufnahmen an den paranormalen Subreddit gewandt hat, um Hilfe und möglicherweise Antworten zu finden. Er sagte, dass sein Freund Cody im vergangenen Mai viel Zeit alleine zu Hause verbracht hat. Und eines Tages nahmen ziemlich seltsame Ereignisse ihren Lauf. Es begann alles mit den Lampen und Lichtern in seiner Wohnung, die auf einmal anfingen zu flackern. Dann waren da noch komische Geräusche, von denen man annehmen konnte, dass Möbel in seiner Wohnung verschoben wurden. Er nahm all diese gruseligen Vorfälle mit seinem Handy auf und schickte die Videos zu seiner Freundin. Er dachte anfangs, dass es für alles ganz bestimmt natürliche Erklärungen gäbe. Doch dann machte irgendwas auf einmal das Waschbecken an. Er schnappte erst einmal Luft und beruhigte sich einen Moment, bevor er wieder in seine Wohnung zurückkehrte, wo nun alle Küchenschränke geöffnet auf ihn warteten. Nope. Aber da war noch ein anderes Problem. Etwas, das dir sicher nicht aufgefallen ist gerade. Schau noch mal ganz genau in die rechte obere Ecke. Eine extrem gruselige Fratze schaut aus dem oberen Bereich des Türrahmens hervor, direkt in die Richtung von Cody. Wo kam das Gesicht her und was wollte es von ihm? Keine Ahnung. Angeblich haben sich die Geschehnisse beruhigt nach diesem Tag. Dennoch ist es schwer zu erklären, was hier vor sich ging. Was ist deine Meinung? Das nächste Video wurde von Connor Finnegan geschickt, der in seiner Freizeit gerne unheimliche und verlassene Orte besucht, alleine oder mit seinem Kumpel. Und er teilt seine Abenteuer auf seinem YouTube-Kanal Connor Finn. Im folgenden Clip macht er sich eines Nachts auf in das angeblich verspukte Schloss Loudon Castle in Schottland. Anfangs ergaben sich so gut wie keine seltsamen Vorkommnisse. Wie gesagt, anfangs. Später jedoch nahm Connor ein paar wirklich komische Dinge auf. Der nächtliche Ausflug dauerte jedoch einige Zeit und Connor dokumentierte jede Minute. Lass uns mal reinschauen. I have no idea. That's why I couldn't fucking open that door. It's all boarded up. Somebody's getting ready for the zombie apocalypse. Oh well. Onwards we go. There's a wee gift shop here. Hast du's gesehen? Schau noch mal genau hin. Connor glaubt, eine Erscheinung hinter der Theke aufgenommen zu haben. Ist das möglich? Vielleicht war es nur eine unglückliche Reflexion eines Gegenstandes. Aber wie ich anfangs schon erwähnt hatte, es sollte nicht nur bei diesem Vorfall bleiben. Als die beiden es nach einiger Zeit wieder vor die Schlossmauern geschafft hatten, war da noch eine eigenartige Erscheinung, auf die ihn seine Zuschauer aufmerksam machten. This poor boy's heavy freaking out. he just said that he thinks that he's seen an orb or something, he's seen some sort of light. Es wird angenommen, dass was immer dort an der Schlossmauer aufgenommen wurde, könnte eine weitere Erscheinung gewesen sein. Vielleicht die einer Nonne.
Möglicherweise ist es aber auch etwas ganz anderes. Man kann schließlich nie wissen, was man alles so an verlassenen Orten aufnimmt in der Nacht. Aber gruselig ist es schon. Das nächste Video wurde von Brian eingeschickt und es wurde ursprünglich von einer Überwachungskamera aufgenommen, die einen Straßenbereich in Bolivien filmte über Nacht. Aus irgendwelchen Gründen wurde ein Sicherheitsmann auf die Aufnahme, die von diesem August stammte, aufmerksam. Angeblich war auf dem Material eine Person zu sehen, die nachts während des Lockdowns spazieren ging, aber irgendetwas stimmte nicht. Lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Esto está grabado por mis cámaras de videoseguridad que dan hacia la calle. Fíjense cómo camina y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí viendo, lo estoy hablando por teléfono, lo estoy viendo y estoy quedándome queriendo grabarlo, pero no puedo. Y se mete a la casa, lleva como un poncho. Er erzählt, dass dies eine wirklich seltsame Aufnahme ist, da eigentlich niemand so spät auf der Straße mehr zu sein hat während des Lockdowns. Was immer es ist, scheint ein Mantel oder langes Kleid zu tragen und es bewegt sich ziemlich unmenschlich, bleibt sogar stehen für ein paar Sekunden, mitten im Laufen. Und man könnte meinen, dass es seine Gestalt verändert. Wirklich unglaublich. Was könnte das gewesen sein? War vielleicht etwas mit der Kamera nicht in Ordnung? Oder ist es etwas, das wir nicht erklären können? Das folgende Video wurde von Andrew J. geschickt und er fand es auf dem Profil Real Ghost Hunters. Es heißt, dass der Mann im Video auf einer nächtlichen Hexenjagd war. In Nord- und Südamerika glaubt man vielerorts an solche Wesen. Und angeblich haben viele andere Bewohner seines Heimatdorfes diese Hexen gesehen. Viel wurde nicht gesagt über das Video, aber die Leute, die es für echt halten, waren wirklich etwas beängstigt. ¡Ay, cabrón! No manches, miren. Ist ziemlich schwer zu sagen, was wir da genau anschauen. Ist es eine Hexe? Vielleicht nur eine Person in einem Kostüm? Vielleicht auch nur ein Obdachloser? Man muss alles bedenken. ¡Ay! Miren, ¡baja! ¿Por qué no bajas? Was es alles noch ein wenig gruseliger macht, ist, dass man denken könnte, die Person dort oben auf dem Stein schluchzt vor Schmerzen. Aber was weiß ich schon. Der Mann, der das Video hochgeladen hat, schwört auf die Authentizität. Und vielleicht hat er wirklich eine echte Hexe aufgenommen. Sie wurde angeblich nicht mehr gesehen nach dieser Nacht. Die nächste Aufnahme wurde von Mason Divas 3 aufgenommen und ihm ist das Blut in den Adern gefroren, als ihm klar wurde, dass etwas wirklich Gruseliges vor sich ging, direkt im Feld vor seinem Fenster. Er war kurz vor dem Ende seiner Nachtschicht, als er auf einmal die Silhouette eines großen Mannes wahrnahm, der draußen hin und her marschierte. Mason hatte so etwas noch nie erlebt, vor allem um die Uhrzeit. Misty as out. And what the
It's 5 in the morning, bro. Like, in the morning. It's been moving back and forth, just looking at me. Ein paar seiner Zuschauer vermuteten, dass es vielleicht ein benachbarter Bauer sein könnte, der nach seinen Feldern geschaut hatte. Aber Mason hält es für unwahrscheinlich, da normalerweise niemand so früh auf den Feldern zu sehen ist. Und warum starrte ihn diese Gestalt direkt an? Gute Frage. Eine ziemlich unheimliche Begegnung, wenn ihr mich fragt. War es paranormal? Vielleicht. Ich denke nicht, dass wir das voll und ganz beantworten können. Just looking at me. Folgendes war ein weiterer Beitrag im Geisterbereich von Reddit, der von Nutzer Mank Viper geteilt wurde. Er schrieb: Ich bin vorhin durch meine Apps im Hintergrund gesappt auf meinem Handy und stellte fest, dass die Kamera noch das letzte Motiv gespeichert hatte, welches es als letztes anvisiert hatte, bevor ich eine andere App öffnete. Auf dem Bild war meine Tochter, die gerade spielte, also machte ich einen Screenshot und fügte das Bild meiner Galerie zu. Und dann sah ich etwas in der Tür hinter ihr. Eine riesig lange Gestalt ist zu sehen, die Manic nicht erklären konnte. Er meinte, dass die Tür frei war und er dort keinen anderen Gegenstand gelagert hatte. Und wenn das wahr ist, was genau sehen wir auf diesem Bild? Manche vermuten, dass es möglicherweise eine Matratze war, aber das verneinte Manic und verweist auf die Schuhe, die die Gestalt trägt. Seltsam, nicht wahr? Was denkt ihr? Es scheint außerdem an die Wand zu starren. Echt gruselig. Bis zum nächsten Mal, Leute.